Die Schule in der DDR war bis auf so ein Fach wie vielleicht Staatsbürgerkunde oder Geschichte, die war schon okay. Die Kinder haben was gelernt. In der DDR gab es aber dafür jede Menge Gehirnwäsche jeden Tag. Das ist der größte Blödsinn, den westdeutschen Medien verbreiten. Aha. Ich habe Aufnahmen gesehen aus der DDR, hier aus Waltershausen, wie die Kinder im Kindergarten singen, wenn ich groß bin, gehe ich zur NVA und werde Panzerfahrer. Ja, sowas gab es dann leider auch, aber... Hey Leute, heute geht's mal wieder richtig zur Sache. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben einen neuen Tiefpunkt erreicht. Sie ziehen gnadenlos über den Osten her und stellen uns Ossis als minderwertig hin. Ist das noch Journalismus oder schon politische Propaganda? Wie lange lassen wir uns das eigentlich noch gefallen? Schaut rein, um zu sehen, was der HR da abzieht. Auf geht's! Die Kreuze klar für die AfD, ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. So, wo fahren wir hin? Nach Waltershausen. Warum Waltershausen? Wir haben gedacht, ein Ort nicht zu weit weg von der Grenze, nicht zu groß, nicht zu klein. Da fiel unsere Wahl auf Waltershausen. 12.000 Einwohner, 40 Kilometer hinter der Grenze. Start. Auf geht's. Ich habe das Gefühl, dass 30 Jahre nach dem Fall der Mauer die Mauer in den Köpfen momentan wieder so ein bisschen wächst bei den Wessis, weil sie irgendwie leicht irritiert in den Osten gucken und nicht verstehen, was da abgeht. Und bei den vielen Ostdeutschen, weil sie sich, glaube ich, von den Westdeutschen nicht gesehen und nicht verstanden fühlen. Bevor es zu unseren Nachbarn nach Thüringen geht, mache ich, weil es auf dem Weg liegt, noch einen kurzen Stopp in Butzbach. Will wissen, was haben hessische Wessis eigentlich für Bilder im Kopf von den Ossis? Wir machen eine kleine Reise in den Osten. Okay. Ja, in die Zone, in die DDR. Wie sagen Sie? Dunkeldeutschland. Dunkeldeutschland? Also es gibt immer noch Regionen, die sind relativ tot. Ne? Ja. Was macht es mit den Menschen? Was glauben Sie? Frustration, ja. Viele, die weggehen, viel, was leer steht. Ja. Eine Überalterung der Bevölkerung natürlich auch. Vor allen Dingen wahrscheinlich die ländlichen Regionen. Ich war einmal dort, aber das ist auch schon, muss ich mal kurz nachrechnen, mal locker 20 Jahre her. Das Wahlverhalten der Ossis? AfD jetzt speziell? Irritiert Sie das? Irritieren tut mich das nicht. Ich kann das teilweise nachvollziehen, aber es ist natürlich nicht schön. Da gibt es Ängste und die werden von bestimmten Politikern aufgefangen und den Leuten präsent gemacht. Und die Menschen fühlen sich dann von der AfD abgeholt. Also sind wir doch mal ehrlich. Ja? Sogar die selbst aus dem Osten kommen, sagen einige, ich hätte gern die Mauer wieder. Also, Hören Sie öfter mal? Ja, das schon öfter mal. Das System war doch gar nicht so schlecht. Also die Ostdeutschen, sagen die die Sie kennen, Ostdeutschen, die ja. wollen es, weil das System gar nicht so schlecht war. Aber nicht alle. Und die Nicht Westdeutschen sagen, ich gebe noch Soli drauf. Ja, es gibt welche. Waren Sie eigentlich schon mal drüben? Nee. Ich gestehe, ich war so oft jetzt auch noch nicht da. Insofern höchste Zeit, rüber zu fahren. Mal schauen, ob die Stimmungslage trotzdem so düster ist, wie die Butzbacher Hessen-Wessis das glauben. Mal noch jemand finden, mit dem ich reden kann. Auf der Straße ist ja nicht allzu viel Das los. ist doch gut. Offener Treff. Meine Frage, frustriert und rechts, wie ticken die Ossis? Der offene Treff stellt sich als ein Haus der Begegnung heraus. Die Leiterin Berit Wecker. Sie findet unsere Fragestellung allerdings erstmal voll daneben. Frustriert und rechts ist halt so ein Klischee, was ich wirklich nicht noch bestärken und bekräftigen möchte. Ich finde, es gibt frustrierte Leute und es gibt sicherlich auch rechtsorientierte Leute, aber das würde ich pauschal nicht für Waltershausen und auch nicht pauschal für die Leute in Thüringen wohnend sagen. Auch in der Strickgruppe, die sich hier einmal die Woche trifft, stößt schon der Begriff Ossis sofort auf Irritationen und heftige Reaktionen. Das ist eine Diffamierung. Ist Diffamierung? Ja, Okay. so sehe ich das. Warum fühlen Sie sich dann diffamiert?
Weil wir auch gearbeitet haben und wir haben nicht leicht gearbeitet, wir haben es schwerer gehabt. Ja. So, und wenn wir jetzt auf die Wessis, den Begriff, ich hasse den, zugehen und sagen, ja, wir haben ja auch schließlich gearbeitet und haben auch Kinder großgezogen, wir haben auch ein Haus gebaut oder. Ja. Naja, was habt ihr denn dafür bezahlt? Das hat man euch ja schließlich alles so gut wie geschenkt. Ja, das muss auch anhören. Nee, ich zahle heute noch an mein Haus ab. Ja, also so ist das nicht. Dieses Deformieren, das macht mich traurig. Das muss nach so vielen Jahren nicht mehr sein. Ich denke mir auch, wenn man mich mit dem Begriff Ossi beleidigt, dass ich den Wessi damit auch beleidige. Oder ist der darüber erhaben und den macht das nichts aus? Ich weiß nicht, Wessi, ich glaube, wenn man als Wessi bezeichnet wird, macht einem das nicht so viel aus. Aber ich habe es verstanden. Ich sage nicht mehr Ossi. Bei uns war nicht alles schlecht. Nee? Im Gegenteil. Was war gut? Wie sowas hier zum Beispiel, Motorräder. Wie viele Trabis fahren dann heute wieder? Also so schlecht kann es nicht gewesen sein, das ganze Zeug. Höre ich da so eine gewisse Traurigkeit raus? Was heißt Traurigkeit? Ich finde es halt schade, dass die Mopeds, also so wie die jetzt sind, nicht mehr gebaut werden. Bin ich ehrlich. Also dass da dann mit der Wende so ein Cut war und das, was hier an Handwerkskunst da war, ist weg. Ist weg? Ist weg. Vor dem Supermarkt treffe ich dann auf eine junge Familie. Seit rund 30 Jahren Demokratie und volle Läden. Trotzdem DDR-Phantomschmerz? Kindheit war auch gut. Du hast als Kind gewusst, ich kriege meine Rente, ich kann davon leben. Wenn ich jetzt auf den Rentenbescheid gucke, komme ich in die Tränen. Ja, ich arbeite seit ich 16 bin, also seit 86. Ja, übrig bleiben 800 €, das reicht nicht mal für die Miete. Und es wird ja nicht besser. Ja, also muss ich irgendwann im Alter aufs Sozialamt gehen. Das heißt, es war so gesehen ein Leben, was einem eine andere Sicherheit gegeben hat. Man konnte irgendwie entspannter sein, oder? Sozial warst du sicher. Wünschen Sie sich manchmal die DDR zurück? Wie ich schon gesagt, die manchen Sachen ja. Aber also grundsätzlich nein. Die Schule in der DDR war bis auf so ein Fach wie vielleicht Staatsbürgerkunde oder Geschichte, die war schon okay. Die Kinder haben was gelernt. In der DDR gab es aber dafür jede Menge Gehirnwäsche jeden Tag. Das ist der größte Blödsinn, den westdeutsche Medien verbreiten. Ich habe Aufnahmen gesehen aus der DDR, hier aus Waltershausen, wie die Kinder im Kindergarten singen, wenn ich groß bin, gehe ich zur NVA und werde Panzerfahrer. Ja, sowas gab es dann leider auch, aber ich weiß nicht, das Lied hat mein Sohn zum Beispiel nicht gesungen. Und das kannte der auch gar nicht. Ja, oder Sie haben es nicht mitbekommen. Ach, nee. Ich beginne langsam eins zu verstehen. Die Leben hier haben sich wirklich fundamental unterschieden von unserem Leben im Westen, in Hessen zum Beispiel. Und das ist mir auch noch mal klar geworden, als ich mich mit der Geschichte dieser Stadt näher beschäftigt habe. Vor der Wende war Waltershausen eine typische ostdeutsche Arbeiterstadt. Für die Sanierung der Häuser fehlte das Geld, sonst aber musste sich hier keiner Sorgen machen, solange er halbwegs systemkonform lebte. Luxus war nicht, aber für jeden gab's Arbeit, bis die Mauer fiel. Plötzlich standen Tausende ohne Jobs da. Die meisten Arbeitsplätze gingen in Waltershausen im Gummiwerk Thüringen verloren. Aber hätten Sie mit demokratischem Herzblut das neue System unterrichten können? Weiß ich nicht, ich hätte es irgendwo lernen müssen. Ne? Ja. Man kann ja nicht jetzt von 0 auf 100 jetzt vom Eisverkäufer zum Glühweinverkäufer. Gut, da muss man das Medium wechseln. Sollen wir hier einen Kaffee trinken? Ja, das können wir machen. Was ich noch nicht verstanden habe, wie war das eigentlich vor der Wende? Was war im Geschichtsunterricht Thema? Also war der Nationalsozialismus Thema? Ja, ich glaube, kein Thema ist so intensiv behandelt worden wie der Nationalsozialismus mit vielen Facetten. Ja. Und wir haben also im Geschichtsunterricht eine Grundvermittlung gemacht, eine auch Auseinandersetzung mit der Ideologie. Interessanterweise haben mir jetzt die Menschen, die ich getroffen habe, was ganz anderes erzählt. Also aus ihrer Erinnerung haben die gesagt, Nazizeit hat jetzt nicht so die Rolle gespielt bei ihnen im Unterricht, wenn überhaupt. Natürlich lag ein gewisser Fokus, gerade so in der Nazizeit, auch auf dem antifaschistischen Widerstandskampf. Ja? Das ist also da die Rolle der Kommunisten dargestellt worden. Ich habe ja so ein bisschen eine andere Theorie. Ich glaube, aber korrigieren Sie mich, ich war ja nicht dabei, dass in der DDR vor allem sozusagen auf die Faschisten geguckt wurde, ja, aber die wurden vor allem im Westen gesehen. Also sozusagen die Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern, mit den eigenen Vätern, mit der eigenen Generation, die verstrickt war, hat nicht in dem Sinne stattgefunden.
Das ist ein heikles Eisen. Also Sie wissen, der Feind der Geschichtswissenschaft ist der Zeitzeuge. Ne? Und wenn die Eltern zu Hause was anderes erzählt haben, ja, was die erlebt haben mit den Russen im Zweiten Weltkrieg, was die erlebt haben zur Nazizeit, wenn sie was erzählt haben, dann entstand da mitunter eine Schieflage. Aber ich habe festgestellt, dass gerade so zur NS-Zeit auch viel verschwiegen wurde. Genau, das war ja im Westen auch so. Aber ich glaube, bei uns gab es dann 68 und da gab es eine relativ harte Konfrontation mit der Elterngeneration. Und da denke ich mir manchmal, das ist in der DDR ausgeblieben. Dieses Schuldbekenntnis, ihr wart also die mit dabei. Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle. Sie hat stattgefunden, aber natürlich vielleicht nicht in dem Maße wie 68, als da dieser ganze gesellschaftliche Umbruch. Das ist bei uns also langsamer hineingewachsen. Ich denke, also mein persönliches Erleben ist also immer wieder, dass also mein Vater und auch die Vätergeneration über die Situation im Zweiten Weltkrieg also recht wenig gesagt haben. Also, haben sie im Westen auch nicht. Die mussten also echt gezwungen werden. Ja. Und dieser Zwang ist wahrscheinlich nicht ausgeübt worden. Man hat sich nur immer gewundert, so bei Familienfeiern, ja, wenn die alten Kameraden da zusammengesessen haben, dann haben die jede Schlacht auf einmal gewonnen. Ne? Und dann hast du dich gewundert, wieso denn? Warum habt ihr dann verloren? Ja? Das habe ich einmal meinem Vater gesagt, da habe ich einen richtigen Tracht Prügel gekriegt. Ja? Warum ist das so gewesen? Ja? Und dann habe ich nie wieder gefragt. Ne? Dann war das erledigt. Fehler? Ich weiß es nicht, ob man es als Fehler einschätzen kann. Aber das ist natürlich auch eine Situation, ja, wie soll ich sagen, die muss man, also ich denke, man muss sie differenziert sehen. Sie hat aber auch aus meiner Sicht keinerlei, also nicht den Einfluss auf die das heutige Wahlverhalten, AfD oder NPD oder so, wie man das vielleicht denkt. Würde ich vielleicht auch anders sehen. 89 hatten die Menschen hier im Osten 60 Jahre Diktatur hinter sich. Ungebrochen. Erst die rechte Diktatur, dann die linke Diktatur. Ich meine, das hinterlässt wahrscheinlich schon Spuren. Ja, aber wie hat jeder diese Diktatur erlebt? Also wir haben ja in den 40 Jahren, ich nenne mal 4 Partizipien, gelebt, geliebt, geraucht, gesoffen. Wir haben ja in den 40 Jahren nicht gelitten oder dagestanden, ja, alles so schlecht. Wir haben ja gelebt, wir haben aus dem Leben was gemacht. Außer den Leuten, die in Bautzen gelandet sind, außer den Leuten, die von der Stasi ausgespitzelt wurden, außer den Leuten, die rausgeflogen sind. Das erinnert mich so ein bisschen an, Entschuldigung, ich will das jetzt nicht 1:1 vergleichen, aber so an Altnazis, die dann sagen, naja, wir hatten es eigentlich, es war nicht alles schlecht unter Adolf. Dabei geht immer so ein bisschen verloren, ja, aber es war eine verdammte Diktatur. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Wenn Sie das zusammenrechnen, sind es 4 Millionen. Da bleiben 13 Millionen, denen nichts passiert ist. Was glauben Sie? Wie lange wird es noch dauern, bis die kleine Mauer in den Köpfen abgebaut ist? Ach, ich denke, das ist schon bei den nächsten Generationen so. Ich merke das hier bei den Studenten, die also jetzt hier Multikulti in Erfurt ankommen. Das ist also bei den tragenden Generationen hört das langsam auf. Also ich muss sagen, ich habe da auch lange gebraucht, ja, um das abzulegen. Ich bin aber nach der Wende gleich in die anderen Bundesländer gefahren. Radweg, ja, Mosel-Radweg, Weser-Radweg, um mit den Leuten zu reden, ja, um da zu gucken, wie habt ihr denn gelebt, was habt ihr denn gemacht? Naja, also sagen wir mal, jedenfalls ist der Reiseverkehr von West nach Ost nicht so stark wie von Ost nach West. Wir zwei haben schon mal angefangen mit dem Dialog. Es fand spannend, Dankeschön. Okay, bitte. Und ich danke Ihnen. Ja, dann können wir noch in Ruhe den Kaffee fertig trinken.